Hallo, im Sommerloch will ich mal wieder ein wenig Schaltungsanalyse machen. Vor 2 Jahren haben wir Fehler in Schaltungen gesucht und im letzten Jahr haben wir eine Schaltung so abgeändert, dass sie sich mit modernen Bauelementen nachbauen lässt. Heute sehen wir uns eine Art Logikschaltung an, die nicht mehr komplett diskret aufgebaut ist, sondern zum großen Teil mit Schaltkreisen. Am Anfang geht es erst einmal darum, herauszubekommen, was die Schaltung für einen Sinn haben könnte, und danach wollen wir analysieren, wie sie funktioniert. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Am Anfang will ich noch gar nicht allzu viel verraten. Die Schaltkreise stammen aus der 4000er CMOS-Serie. Die Funktion erschließt sich zum größten Teil aus den Schaltzeichen. Ansonsten sollte jeder, der eine Suchmaschine benutzen kann, keine Probleme haben, das herauszubekommen. Wer mit solchen Logikschaltkreisen noch nicht so bewandert ist, der sollte sich vielleicht vorher die 5-teilige Videoserie hier auf dem Kanal zu TTL und CMOS zu Gemüte führen. Ich gebe euch jetzt etwas Zeit, euch einen Überblick zu verschaffen und den möglichen Zweck der Schaltung zu erraten. Haltet also das Video jetzt mal kurz an. Na, habt ihr schon eine Idee? Es ist eine Schaltung, die ich Anfang der 90er Jahre entwickelt habe und die lange Zeit ohne Probleme lief. Sehen wir uns zunächst mal an, was für Schaltkreise hier verbaut wurden. Beginnen wir mit dem einfachsten, und das ist der 4011. Der besteht aus einfachen NAND-Gattern mit 2 Eingängen. Pro Schaltkreis gibt es 4 Stück davon. Das trifft im Prinzip auch auf den 4093 zu. Im Unterschied zum 4011 hat er Eingänge mit Schwellwertschaltern. Man muss also nicht die genauen Pegel für Low und High einhalten. An der Stelle wäre das gar nicht nötig. Ich weiß auch nicht, warum ich hier einen 4093 verbaut habe. Wahrscheinlich habe ich einfach das genommen, was ich zur Verfügung hatte. Ein 4011 hätte es auch getan. Dann haben wir hier den 4013. Der besteht aus 2 D-Flipflops. Ja, und dann gibt es noch eine Anzahl von 4538. Die bestehen aus je 2 Monoflops, also im Grunde genommen aus Zeitschaltern. Mit dem Wissen gebe ich euch nochmal kurz die Gelegenheit, die Schaltung zu analysieren. Wollen wir mal gemeinsam die Schaltung durchgehen. Da macht es sich immer gut, wenn man sich erst einmal ansieht, was geht in die Schaltung rein und was kommt raus. Offenbar gibt es gleich 2 Stellen mit einer akustischen Ausgabe. Ansonsten gibt es noch diese 2 LEDs in Rot und Grün. Und offenbar wird die Schaltung mit einer ganzen Reihe von Tasten und Schaltern gesteuert. Wer sich auf der Homepage zu Technik selbst erlebt umgesehen hat, war jetzt natürlich im Vorteil, denn dort wurde die Schaltung bereits vorgestellt. Es ist ganz einfach eine Alarmanlage. Allerdings mit ein paar Besonderheiten. Die Entschärfung der Anlage sollte über Eingabe eines 4-stelligen Codes erfolgen. Es war aber nicht möglich und auch nicht gewollt, eine Eingabevorrichtung außerhalb der Wohnung im Treppenaufgang zu platzieren. Die Bedienung konnte also nur innerhalb der Wohnung erfolgen. Das ist natürlich problematisch, weil ich beim Öffnen der Tür jedes Mal selbst einen Alarm auslösen würde. Das wäre fatal, denn die Nachbarn wären bestimmt nicht amüsiert. Außerdem muss eine Alarmanlage nicht nur im Ernstfall zuverlässig funktionieren, sie darf auch keine Fehlalarme auslösen, denn dann würde irgendwann niemand mehr darauf achten. Deshalb musste ich mir da was einfallen lassen. Gehen wir dazu mal in die Schaltung. Die Anlage besteht aus 2 auch räumlich getrennten Einheiten. Eine Steuereinheit und eine mehr oder weniger autarke Sireneneinheit, die möglichst schlecht erreichbar und mechanisch gut geschützt angebracht wird, damit sie nicht so leicht zerstört werden kann. Die Funktion der beiden LEDs ist jetzt nicht mehr schwer zu erraten. Rot bedeutet, die Anlage ist scharf, und grün bedeutet deaktiviert. Die Umschaltung erfolgt offensichtlich über diesen Flipflop. Daten- und Takteingang liegen auf Masse, sodass er wie ein normaler RS-Flipflop arbeitet, der nur über den Set- und Reset-Eingang gesteuert wird.
Scharf geschaltet wird hier. Mit einer Low-Flanke an diesem Triggereingang wird der Monoflop ausgelöst. Während die Zeit läuft, geht der Ausgang Q quer auf Low. Wenn die Zeit abgelaufen ist, die über dieses RC-Glied festgelegt wird, schaltet Q quer auf High und die Schaltflanke setzt die Alarmanlage auf Scharf. Das bedeutet, die Scharfschaltung erfolgt zeitverzögert, damit ich nicht schon beim Verlassen der Wohnung Alarm auslöse. So habe ich genug Zeit, die Tür hinter mir zu schließen. Entschärft wird sie über dieses Tastenfeld. Die Monoflops nehmen eine Eingabe nur an, wenn der untere Triggereingang auf Low liegt. Der erste ist also ständig aktiv und wartet auf die Eingabe der ersten Zahl. Bei der richtigen Eingabe kippt der Ausgang Q quer für eine gewisse Zeit auf Low und gibt den zweiten Monoflop zur Eingabe der zweiten Zahl frei. Bei Zeitüberschreitung wird die zweite Zahl nicht mehr angenommen und man muss mit dem Code wieder von vorn beginnen. Genauso gibt auch der zweite Zeitschalter nur vorübergehend die dritte Taste frei und der letzte Monoflop entriegelt die vierte Taste. Wird die innerhalb der Zeit richtig bedient, dann wird der Status-Flipflop über einen High-Pegel am Reset-Eingang auf unscharf gesetzt. Wie kommt der High-Pegel zustande? Während der letzte Zeitschalter aktiv ist, ist der Ausgang Q auf High. Mit der vierten Taste gibt es ein Low an diesem Gatter, welches auf High invertiert wird. Mit zweimal High ist die Und-Bedingung erfüllt und weil das ein NAND und kein AND-Gatter ist, muss der Pegel nochmals invertiert werden. Sollte eine falsche Zahl eingegeben werden, geht alles wieder zurück auf Anfang. Das heißt, der Code muss wieder ganz neu von vorn eingegeben werden. Gut, jetzt wissen wir, wie scharf und unscharf geschaltet wird. Aber wenn der Türkontakt öffnet, ist die Anlage noch scharf. Darum wird auch der Alarm über diesen Zeitschalter erst zeitverzögert ausgelöst. Zunächst mal wird diese Einheit hier unten aktiviert. Die besteht aus zwei astabilen Multivibratoren. Der eine erzeugt eine Tonfrequenz, die dann über den Lautsprecher zu hören ist. Der andere erzeugt einen langsamen Takt, mit dem der Ton unterbrochen wird. Das ergibt einen Intervallton, was so eine Art Voralarm ist, der daran erinnert, dass man den Code in einer bestimmten Zeit eingeben muss. Schafft man das nicht, wird über diesen Flipflop ein Impuls an die Sireneinheit weitergegeben und das große Klingelputzen geht los. Bleibt die Frage, warum gibt es hier auch noch einen Zeitschalter? Der Alarm wird ja ausgelöst, wenn niemand zu Hause ist. Man kann aber den Nachbarn nicht den ganzen Tag den Lärm zumuten. Deshalb deaktiviert sich die Sirene nach einer gewissen Zeit wieder. Wenn bis dahin niemand reagiert hat, ist es dann zu spät. Die Stromversorgung erfolgte normalerweise über ein kurzschlussfestes Netzteil. Damit die Anlage aber nicht einfach durch Ziehen des Steckers deaktiviert werden kann, wird die Sireneinheit in dem Fall über einen Akku versorgt. Auch das Kappen der Leitung zwischen Steuer- und Sireneinheit bringt nicht viel, weil in dem Fall der Alarm sofort ausgelöst würde. Fassen wir nochmal zusammen. Damit die Alarmanlage innerhalb der Wohnung bedient werden kann, erfolgen die Scharfschaltung und der Hauptalarm zeitverzögert. Zum Entschärfen hat man nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Auch die Eingabe der einzelnen Zahlen des Codes darf nicht zu lange dauern. Überschreitet man die Zeit oder drückt man eine falsche Taste, beginnt alles wieder von vorn. Wie gesagt, die Anlage hat bei mir lange Zeit einwandfrei funktioniert. Zum Glück gab es in der Zeit keinen Ernstfall, aber es gab auch keinen Fehlalarm. Die Frage, wie kann ich die Bauelemente heute ersetzen, stellt sich nicht, denn sie sind alle noch erhältlich. Die Schaltung könnte heute genauso wieder aufgebaut werden. Aber würde man das heute noch so machen? Wahrscheinlich würde man heute eher einen Mikrocontroller verwenden. Solche Prozesssteuerungen sind ja der klassische Einsatzfall für Mikrocontroller. Darum werde ich zu diesem Video noch einen zweiten Teil machen und ihr bekommt bis dahin eine Hausaufgabe.
Im Advent 2022 gab es ja einen Einführungskurs zum Arduino bzw. Mikrocontroller. Überlegt mal, wie man mit ihm diese Aufgabe lösen kann. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch eine eigene Lösung präsentieren kann. Viel Spaß beim Knobeln.